Ihr habt wieder fleißig Fragen gestellt. Es ist wieder Zeit für ein neues Q&A. Viele Fragen wurden zu unserem ersten Testbot-Video an dem grünen Porsche gestellt. Darauf möchte ich jetzt eingehen. Ist auch gleich die erste Frage. Und zwar, hallo Nico, ich würde mich freuen, wenn du vielleicht mal ein kurzes Video zum Thema Drehzahl bzw. Geschwindigkeit der Poliermaschinen machst. Ich weiß immer nicht so recht, für welchen Zweck ich welche verwenden soll. Zu dem Thema wird es auch noch mal ein eigenes Video geben bei den jeweiligen Maschinen, also bei der Rota, Zwangsexzenter, normalen Exzenter, günstigen Exzenter, teuren Exzenter, wie man damit grundsätzlich umgehen kann. Generell kann man sich an der Stelle schon mal merken, je langsamer die Drehzahl, ab einem gewissen Grad, natürlich ein Mindestlevel, desto höher ist der Cut, weil einfach durch die langsame Drehung die Rautiefe der Polierkörner zunimmt. Je schneller sich die Maschine dreht, entsteht, ich sage immer so ein Aquaplaning, ist natürlich der falsche Begriff, aber so kann man sich vorstellen, desto weniger Cut entsteht und so schneller zerlegt sich das Polierkorn. Das kann man sich schon mal merken, dazu aber Näheres in einem extra Video. Eine Frage, die zweimal gestellt wurde, ein bisschen anders formuliert. Ich nehme die kürzere. Hi Nico, primet ihr eure Pads nicht mehr? Das kommt immer drauf an. Wenn ich meine Pads prime, habe ich eine extreme Menge an Politur drin oder ich bringe eine Feuchtigkeit mit ein. Man muss das immer vom Einzelfall abhängig machen. Generell mache ich es erstmal nicht. In meinem Testbot-Verfahren nehme ich erstmal eine normale Menge Politur und die Politur verteilt sich beim Polieren im Pad, insbesondere wenn ich die Rota nehme. Wenn ich besonders hohe Schleifwirkung haben will oder einen sehr empfindlichen Lack habe, kann ich damit arbeiten, aber auch dazu komme ich nochmal im Bereich Sticky Paint und zu einzelnen Lacken, weil das ist wirklich immer anders. Generell soll das Primer dazu dienen, dass überall Polierkorn auf dem Pad ist und ich effektiv arbeiten kann. Bei einem normalen Lack, in einem normalen Zustand, von dem ich ja beim Testbot immer erstmal ausgehe, wie ich immer schön sage, Mitte, brauche ich das nicht. Da reicht die Primung oder die Verteilung der Politur durch das Arbeiten auf Stufe 1, durch das Verteilen in der Regel aus. Die nächste Frage wurde auch mehrmals gestellt. Handelt es sich bei der X0406 und der Perfect Finish nicht um dieselbe Politur, also die Perfect Finish für Rota und die X für Exzenter? Nach der Sonax-Skala ist das so. Es ist sogar so, wenn man sich es gibt so ein Plakat, in dem die Polituren eingestuft sind, dann ist die Perfect Finish sogar gröber als die X0406. Ich habe aber subjektiv festgestellt, dass die X aus meiner Meinung nach im Finish eher eine Medium-Cut-Charakter hat. Also ich finde, sie bleibt länger grob und ist auch schwerer so in den Hochglanz zu bringen. Die Perfect Finish kann man wirklich bis ins Perfect Finish fahren. Also kann man sehr hohes Finish erzielen, gerade auf der Rota. Von daher stufe ich die Perfect Finish eher als Medium Cut und die X0406 eher als Medium Cut und die Perfect Finish eher als Hochglanzpolitur ein. Rein von der Skala und von den Zahlen habt ihr natürlich recht, es sind beide gleich. Ich finde, es ist dennoch so. Nächste Frage, immer noch Testbot-Video. Jetzt wäre noch interessant zu wissen, wie man die Sonax-Polituren aus den Polierpads rausbekommt. Sonax-Polituren sind sehr hartnäckig im Vergleich zum Beispiel zu Koch-Chemie. Habe ich auch festgestellt, da Sonax-Polituren in der Regel relativ flüssig sind, dringen sie tief ins Pad ein und bleiben da auch gerne drin beim normalen Waschgang. Wir haben herausgefunden, es macht natürlich Sinn, die Polierschwämme in eine Wasserreinigerlösung, wir nehmen da auch den Multistar, einzulegen und auch nicht nur reinzuschmeißen und da zu lassen, sondern einmal reinzutauchen, richtig wie einen Schwamm vollzusaugen, mehrmals auszudrücken, sie dann dort zu sammeln, alle gemeinsam in die Waschmaschine zu schmeißen und in einem kalten Poliergang mit viel Spülleistung zu waschen. Also wir machen es tatsächlich so, wir nehmen einen Polierprozess, Waschgang, der so 1,5 Stunden, maximal 2 Stunden geht bei 30 Grad und nehmen einen extra Spülgang und einen Vorwäschegang, damit ich wirklich viel Wasser habe, um das viel auszuwaschen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass ich die dann noch mal hinterher mit nur Spülen und Schleudern wasche, weil einfach das nicht ausreicht. Die sind wirklich sehr hartnäckig. Aber generell, außer im Finish-Bereich, ist es auch nicht so schlimm, wenn da noch ein bisschen weiße Reste drin bleiben. Das stört aus meiner Erfahrung überhaupt nicht. Wie gesagt, es gab viele Fragen zu diesem Video. Nächste ist, warum hast du auf dem Kotflügel nun doch ein 80er Pad benutzt, obwohl du es beim Cut noch vermeiden wolltest? Ich habe ja erklärt in dem Video, dass ich beim Cut ungern 80er Pads benutze, einfach weil der Eintrag in die Oberfläche noch viel höher ist und ich damit einfach mehr abtrage, als ich möchte. Manchmal ist es aber im Finish gilt das Gleiche. Ne? Ich habe mehr Cut als mit der gleichen Maschine bei gleicher Kraftübertragung und einem großen Pad, relativ logisch. Manchmal ist es aber so, dass ich gerade mit der Exzenter in der Rundung keine perfekte Drehung hinbekomme, was dazu führt, dass ich die Politur nicht durchfahren kann, was dazu führt, dass Polierspuren bleiben. Also muss ich manchmal einfach ein kleines Pad nehmen, um dort effektiver zu arbeiten. Hier war das genau der Grund und deswegen habe ich das so gemacht. Ja, wie gesagt, viele Fragen bei euch. Es sind auch noch einige mehr. Wir werden sie jetzt immer wieder wöchentlich aufgreifen und immer wieder ein Q&A mit einstreuen lassen oder auch direkt beantworten. Wenn ihr Fragen habt, nutzt auf jeden Fall auch die Gelegenheit. autolackaffen.de/workshops ist auch hier unten unter dem Video verlinkt. Dort findet ihr ein 45-minütiges kostenloses Telefoncoaching, mit dem wir über euer Geschäft reden können und einfach mal so ein paar Sachen durchsprechen, die euch auf der Seele liegen. Und wenn euch
in der Praxis gerne was fehlt, was ich euch zeigen darf, haben wir auch Einzelworkshops. Guckt euch das gerne an. Bei Fragen schreibt mir einfach, da können wir weiter darauf eingehen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann, haut rein.